So, das Snorlift ist ein minimalinvasives Behandlungsverfahren zur Therapie des Schnarchens und des Schlaf-Apnoe-Syndroms. Der große Impact und Vorteil des Snorlift-Verfahrens ist, dass das Snorlift auf unterschiedliche Aspekte im Bereich der oberen Atemwege eingeht. Zum einen geht es um die Spannung des Gaumens, denn der Gaumen ist in weit über 80% der Fälle am Schnarchen, aber auch an der Blockierung der Atemwege mit beteiligt. Dann geht es darum, die Atemwege insgesamt zu eröffnen, den Abstand zur Rachenhinterwand auch zu variieren und ein wichtiger Punkt, Fältelung oder Blockierung auch an der Rachenhinterwand aufzuspannen. Ich würde das ganz gerne mal an einem Video aufzeigen. Wir haben beim Snorlift, jetzt seht ihr gerade einmal dieses Video, wir sehen einen typischen Gaumen, der etwas länger ist. Das Zäpfchen hängt über die Zunge hinaus und wir haben übermäßige Vibrationen und die erzeugen natürlich starke Schnarchgeräusche. Wenn man ganz genau ranzoomt, sieht man hinter dem Gaumen die Rachenhinterwand mit seinen Fältelungen. Auch das beeinträchtigt den Durchfluss der Luft. Nicht nur der Atemwege über den Mund, sondern auch über die Nase. Und was beim Snorlift einmal geschieht ist, kann man sich relativ einfach vorstellen. Es wird dreidimensional, natürlich bei jedem Patienten individuell, ein Gewebe in den Gaumen eingebracht und damit ähnlich einem Vorhangeffekt der Gaumen angehoben. Wir können ziemlich genau variieren, wie weit wir den Gaumen vorziehen. Eine Situation im Liegen, der Gaumen fällt zurück, ist genau die richtige Situation für einen Snorlift, um den Gaumen etwas weiter nach vorne zu ziehen und auch in unterschiedlichen Liegepositionen den Gaumen zu stabilisieren. Wenn man nochmal ranzoomt, wird man hier erkennen, dass auch die Rachenhinterwand einmal aufgespannt ist und der Kollaps, der Zusammenfall der Atemwege hiermit effektiv behandelt werden kann. Jetzt schaut man sich einmal die Luftwege an. Hier haben wir eine laminare, eine stärkere Strömung, die Druck aufbaut und dieser Druck wird auch weitergeleitet an die Ebene drunter, auch an den Zungengrund. Eine weitere potenzielle Quelle fürs Schnarchen und fürs Schlaf-Apnoe-Syndrom. Das Verfahren wird in den allermeisten Fällen ambulant durchgeführt, sodass die Patienten unmittelbar nach der Behandlung, wenn der Rausch ausgeschlafen ist, die Klinik auch verlassen können. Eine Folgeuntersuchung findet im Regelfall nach einer Woche statt. In manchen Fällen ist eine Kombination, man schaut sich auch die Atemwege der Nase an, wenn dort im Prinzip auch Blockierungen der Atemwege ersichtlich sind, bietet sich das auch gut an für Kombinationseingriffe. Wichtig ist, beim Snorlift-Verfahren muss kein übermäßiges funktionales Gewebe oder Muskulatur herausgeschnitten werden. Der Effekt wird einmal erreicht über die Spannung der Atemwege, über die Eröffnung der Atemwege. Häufig wird nachgefragt, wie sieht es denn mit diesem Material aus, das in den Gaumen eingewebt wird? Natürlich wird dieses Material nicht ewig verbleiben. Keiner möchte, dass er ein Fremdmaterial im Gaumen hat. Wir haben eine spezielle Beschichtung und sobald sich das Material im Rahmen von 3 Monaten auflöst, setzt diese Beschichtung einmal Prozesse im Körper in Gang, die dafür sorgen, dass körpereigenes Gewebe, strafferes Gewebe den Gaumen stabilisiert und ihm diese übermäßige Beweglichkeit nimmt und gleichzeitig die Atemwege aufgespannt hält. Prinzipiell ein biologisches Verfahren.